Es gibt verschiedene Arten, wie ihr eure Drums programmieren könnt. Heute schauen wir uns MIDI an. Auf meinem Kanal habe ich ja schon öfters darüber gesprochen, wie ihr eure Drums programmieren könnt. Meistens habe ich dabei Samples benutzt und direkt als Audio-File ins Arrangement reingezogen. Heute möchte ich euch einen etwas anderen Weg zeigen, wie ihr eure Drums programmieren könnt. Und zwar MIDI-Daten. Es gibt grundsätzlich zwei Arten von Spuren, die ihr in Ableton anlegen könnt. Audiospuren und MIDI-Spuren. Da es heute um MIDI-Daten geht, brauchen wir natürlich eine MIDI-Spur. Deshalb solltet ihr eine MIDI-Spur anlegen. Wenn ihr jetzt einen Bereich markiert und Command Shift und M drückt, erstellt Ableton einen MIDI-Clip. Wenn ihr jetzt einen Doppelklick macht, kommt ihr in den MIDI-Editor. Hier könnt ihr eure Patterns dann einzeln einzeichnen. Ableton kommt von Haus aus schon mit verschiedenen Drum-Racks, die ihr für eure Produktion benutzen könnt. Das sind vorgefertigte Instrument-Racks, die von euren MIDI-Daten dann getriggert werden. Denn wenn kein Instrument auf eurer MIDI-Spur liegt, kommt im Endeffekt auch kein Ton raus. Abletons Drum-Racks sind relativ flexibel. Das Schöne ist, dass die Klaviatur im MIDI-Editor anzeigt, auf welcher Taste welcher Sound liegt. Das macht das Programming definitiv einfacher. Wenn ihr aber ein bisschen Geld in die Hand nehmen wollt, könnt ihr euch Studio Drummer, Easy Drummer oder Superior Drummer angucken. Das sind komplette Drum Production Suits, die euch ein gut klingendes Drumset geben. Der Vorteil von diesen VSTs ist, dass sie meistens besser klingen als die Ableton Racks. Aber das kommt immer darauf an, welche Musik ihr produzieren wollt. Solltet ihr ein elektronisches Drumkit haben, so wie ich hier im Hintergrund, haben die VSTs noch einen Vorteil, dass sie direkt ein MIDI-Mapping für die E-Drums haben. Das heißt, ihr könnt einfach auf eurem Drumkit spielen und bekommt die Noten direkt in Ableton richtig zum VST gemappt. Gerade beim MIDI-Programming gibt es einige Dinge, die ihr beachten könnt, um euren Drums Leben einzuhauchen. Mein erster Tipp zum Beispiel ist, Patterns aus anderen Songs, die ihr gut findet, einfach zu kopieren. Zieht einfach den Song in Ableton und gleicht das Tempo an. Wenn ihr den Track jetzt richtig gewarpt habt, könnt ihr den Track langsamer abspielen. Das macht das Nachbauen einfacher. Gerade bei schnellen Songs kann euch das total helfen. Ich habe das zum Beispiel mal mit Shell Shock von Noisia ausprobiert. Das Pattern ist schon mal das gleiche, aber gerade bei so hektischen Loops ist es wichtig, die Akzente richtig zu setzen. Und das macht ihr mit den Velocity-Werten. In der MIDI-Welt bestimmen die Velocity-Werte, wie laut ein Sound abgespielt wird. Das Anpassen der Velocity kann euren Drums richtig Leben einhauchen. Ein weiterer Trick für besseres MIDI-Programming ist der Groove Pool in Ableton. Hier könnt ihr verschiedene Grooves vorhören. Wenn euch ein Groove gefällt, zieht ihn dann auf eure MIDI-Spur. Im Groove Pool-Fenster könnt ihr die Intensität anpassen und den Groove noch etwas manipulieren. So bekommen eure MIDI-Clips einen etwas menschlicheren Touch. Was sind eure Tipps für gutes MIDI-Programming? Lasst uns das mal unten in den Kommentaren sammeln. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie unten in die Kommentare und ich beantworte sie so gut es geht.